Hallo meine Lieben, heute hat es im Adventskalender von mir vom Stickherz ein Pony drinne und was ich mir dazu überlegt habe, seht ihr gleich nach dem Intro. Wie ihr es vielleicht schon vermutet, heute werden wir was mit dem Laser machen und zwar wollte ich eine Box machen, die ihr wunderbar auch mit anderen Dateien verwenden könnt, weil ich werde die Datei verwenden, um das auf den Gutschein drauf zu machen. Da habe ich solche Visitenkarten von Xtool, die man lasern kann. Dann werde ich eine Box machen, die aus 3 Teilen besteht und der mittlere Teil hat eine quasi Aussparung, wo diese Karte rein kann, wo man so ein Schwingelement quasi hat. Ihr werdet es dann sehen, wenn wir es machen oder wenn ich es zusammensetze, dann versteht ihr sicher, was ich meine. Und dann will ich hier noch einen Schriftzug oben drauf machen. Ihr könnt dazu natürlich auch weißes Acryl verwenden, wenn ihr zum Beispiel den S1 oder den P2 oder einen anderen Laser habt, der genug Stärke hat, um weißes Acryl zu schneiden. Und ich habe das aber hier ich mache das mit MDF und werde das dann ganz einfach weiß anfärben, weil ich hier das MDF noch verwenden wollte. Dann eben werde ich hier was drauf lasern, das kommt dann in die Mitte rein und oben mache ich einen Drehmechanismus mit Buchschrauben. Ich habe hier so ein Set an verschiedenen Buchschrauben und dann kann ich dann gucken, welche ich verwenden muss, um durch diese 3 Lagen durchzukommen. Jetzt, damit ich das Ganze machen kann, muss ich hier noch kurz ein bisschen die Maße nehmen. Ich werde einen Kreis machen, wie gesagt, wo in die Mitte dann die Aussparung für eine Karte kommt. Damit man die herausheben kann, wird es hier noch so einen Halbkreis haben. Und die Karten sind von der Länge her 8,7 circa. Das heißt, ich mache hier die Länge 9 cm. Und von der Höhe her sind wir bei 5,5. Dann mache ich 5,7, damit sich die Karte einfach rauslösen lässt. Das heißt, das längste, was ich von diesem Kreis gucken muss, ist, dass die 9 cm plus hier noch so einen Halbkreis Platz haben. Das heißt, ich gehe hier auf 13 cm vom Durchmesser von diesem Kreis. Dann werde ich hier oben ein Löchlein reinmachen. Kurz gucken, wie viel Platz ich da brauche für die Buchschraube. Ich würde sagen, da mache ich sicher einen halben Zentimeter. Und dann oben drüber kommt ein Schriftzug. Das heißt, ich werde dann einfach im PC gucken, dass ich einen Kreis von 13 cm mache und dass da dann mein Schriftzug drinne Platz hat. Das geht wunderbar am PC und genau dahin gehen wir jetzt, um das ganze Design vorzubereiten. Also im Programm drinne machen wir zuerst mal einen Kreis. Shift-Taste halten, dann wird der schön proportional. Dann ist hier das Schlösschen geschlossen und ich sage dem eben, ich will 13 cm. Nee, nicht 13 mm, sondern 13 cm. Dann wird das Ganze schon ein bisschen besser. Dann brauche ich ein Rechteck. Und hier können wir noch kurz die Größe ändern. Da muss ich das Schlösschen aufheben. Und da hatten wir gesagt, von der Breite her, dass es 9 cm sind und von der Höhe 5,7 cm. Dann will ich hier ein klein bisschen Radius noch haben. Mal gucken. So, ja. Ich würde sagen, das passt. 7 mm. Dann kommt das hier in diesen Kreis schön mittig rein. Es rastet auch schön ein, wenn ihr die Mitte trefft. Und dann haben wir gesagt, ich will hier oben noch einen kleinen Kreis für die Buchschraube. Da sollte das Schlösschen geschlossen sein und da eben wie gesagt 0,5 cm, das heißt 5 mm.
Das gebe ich hier oben in die Mitte, so etwa in der Höhe. Dann wollte ich ja noch einen weiteren Halbkreis, damit man die Karte schön rausnehmen kann. Den machen wir ungefähr, machen wir den auf 2 cm. Das sollte auf jeden Fall reichen. Das heißt, das gebe ich hier an die Karte, so dass es auch wieder mittig ist. Dann markiere ich hier die Karte zusammen mit dem Kreis und sage verschmelzen, weil genauso will ich das, ist das auslasert. So, jetzt machen wir davon Ctrl+C, Ctrl+V eine Kopie. Und die Karte brauche ich nur in einem der 3 Elemente. 2 brauche ich ohne die Kartenausbuchtung, weil das wird das Element unten, dann kommt das Element drauf, wo die Karte dann weg, also die Ausbuchtung für die Karte ist, und das hier wird dann der Deckel. Den nehme ich kurz ein bisschen runter, damit wir das hier schön platzsparend machen können. Kurz gucken, dass mein Holzstück dann ausreicht, weil das ist 30 x 30 und wir sehen hier, dass das ausreicht. Das schon mal dieses Element. Dann haben wir ein weiteres Element und das ist der Schriftzug und da sage ich einfach für dich. Respektive, nee, ich mache 2 draus, dann kann ich die ein bisschen einfacher platzieren. Ich mache das kurz auf Flächengravur, damit ich da ein bisschen was sehe. Dann bei den Schriften gucken wir mal, was wir da Schönes haben. Ich nehme hier dieses Breathe In, das ist von Creative Fabrica, habe ich die Schrift runtergeladen, die passt für mich wunderbar. Ich habe ein bisschen rumprobiert und ich mache das, glaube ich, so, dass ich Kleinigkeit lasere, um dann eine Erhöhung zu schaffen. Und dann mache ich eine klitzekleine Kleinigkeit. Muss ich dann gucken, ob ich das schabloniere oder einfach mit Flexfolie oder mit Vinylfolie direkt auf das Element draufklebe. Dann habe ich auch verschiedene Ebenen. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Bei solchen Texten, die müsst ihr verschmelzen, damit das funktioniert. Und da ist es eben jetzt nicht so, dass ich das gravieren will. Ich sehe gerade, was das Problem ist. Ich wollte das jetzt umstellen auf Schneiden. Geht noch gerade nicht, weil das letzte Mal, was ich gemacht habe, ist mit dem Infrarot-Modul zu arbeiten. Das heißt, ich muss das kurz austauschen und bin dann gleich wieder zurück bei euch. So, jetzt haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Und zwar, das ist auf einer separaten Ebene. Dann nehme ich hier mal grün. Verschweißt habe ich das, da werde ich schneiden und ich hatte mit dem MDF schon einen Testschnitt gemacht und da sind es bei mir von der Geschwindigkeit bin ich auf 10 und von der Power bin ich auf 60 mit dem 40 Watt Modul. Wie immer, ihr müsst das mit eurem eigenen Laser ausprobieren oder Testraster machen, damit ihr wisst, wie ihr am besten das Ganze lasert. So, das heißt, ich habe das hier, das passt von der Größe her, nehme ich hier kurz ein bisschen auf die Seite oder ich kann es hier lassen, aber dann sagen ignorieren und hier die Datei, muss ich kurz gucken, was wo ist. Das hier brauche ich nicht. Und den äußersten Kreis brauche ich auch nicht. Ich will eigentlich nur das hier oder das alles hier. Sage mal Flächengravur. Genau so möchte ich das haben. Sie sind natürlich zu groß, weil ich habe ja gesagt, ich habe eine Karte, die
Machen wir es hier, Rechteck. Da waren wir bei 8,6 cm. Und in der Höhe sind es 5,4 cm. Das heißt, das ist der Platz, den ich zur Verfügung habe für die Karte. Da waren da dann die Ecken auch noch so ein bisschen abgerundet. Ich würde sagen, ja, vielleicht noch ein bisschen weniger. So, ja. Das heißt, das ist die Fläche, die ich zur Verfügung habe. Deshalb nehme ich dieses Element hier nochmal. Und wenn ich die Shift-Taste halte, wird es proportional kleiner. Kann ich gucken, wie klein ich das brauche, damit ich das hier auf den Gutschein draufpacken kann. Ich würde sagen, ich lasse es hier mittig und schreibe dann auf der Rückseite das drauf, was ich gerne machen möchte. Das heißt, ich kopiere mir das hier noch kurz einmal. Und dann nehme ich hier nochmal einen Text. Sage Gutschein. Hier wird es eine Flächengravur sein. Mal so verschmelzen. Und dann machen wir noch einen Text. Diesmal ein bisschen was Simpleres von der Schriftart her. Ich musste hier so ein bisschen ausprobieren, was ich denn gerne haben möchte. Jetzt habe ich hier noch eine Schrift erwischt, die keine Ü-Pünktchen hat. Kein Problem, die fügen wir kurz ein. Das heißt, hier haben wir jetzt auch Ü-Pünktchen. Jetzt müssen wir uns die Einstellung noch ein bisschen angucken. Das heißt, das brauche ich wiederum nicht mehr. Das auch nicht. Weil die Karte selber will ich ja nicht lasern, sondern nur das, was drauf kommt. Das heißt, das hier ist für mich eine Ebene. Das ist Flächengravur. Hier gehe ich mal auf 20. Dann 1,50. Ein Durchgang. Dasselbe natürlich hier, aber ich gebe den einfach eine andere Farbe, weil ich muss jetzt erst die Vorderseite machen und dann die Rückseite. Übrigens, das müssen wir alles auch noch verschmelzen. Dann machen wir auch hier 20 und 1,50. Das hier war MDF und zwar schneiden und da mache ich das eben bei Leistung 60, Speed 10, ein Durchgang. Und dann haben wir noch die ganzen restlichen Elemente, die hier. Und das müsste beim Walnut schneiden, Leistung 60 und Speed nehmen wir eine 10. So, und jetzt kann ich das quasi eins nach dem anderen lasern. Ich würde sagen, ich starte da einfach mal damit hier. Und somit werde ich die ganzen Sachen hier auf Ignorieren setzen. Und die alle sollten auf Ausgabe sein. 60, 10. Wunderbar. Wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich einfach das nächste Element und dann werde ich die Karten machen. Hier bei den Sachen mache ich so, dass ich einfach den oberen Punkt markiere und dann einmal Rahmen abfahren mache, damit ich sicher bin, dass ich genug Material habe.
Hier bei dem dasselbe und dann beim Gutschein mache ich ganz einfach eine 2-Punkt-Messung. Das heißt, ich lege den bei der Visitenkarte oben in die Ecke, dann unten in die Ecke und werde dann den Laserauftrag geben. Wenn die 2-Punkt-Messung für euch neu ist, guckt euch auf jeden Fall das Video an, oben in der Ecke. Da seht ihr dann auch, wie ich das mit dem S1 Laser gemacht habe. Aber wie gesagt, ich lasere das jetzt und bin dann wieder zurück bei euch. So, das ging alles relativ schnell. Ich habe ganz einfach als allererstes hier diese Elemente gelasert. Die Schritte sind dieselben wie immer, deshalb habe ich jetzt gar nicht erst mitgefilmt, weil ich denke, das wiederholt sich dann irgendwann einfach für euch. Weil, was ich gemacht habe, ist das Material in den Laser reingelegt, die Messung machen lassen, wie hoch das Material ist. Dann habe ich den Laserkopf oben in die Ecke, dass das Fadenkreuz da oben liegt. Dann habe ich das Design, was ich auf dem Creative Space hatte, eben so platziert, dass das dann auch gepasst hat, dass es hier oben in der Ecke erst anfing. Dann habe ich kurz einen Rahmenabfahren gemacht, um zu gucken, dass das wirklich alles Platz hat. Hat wunderbar funktioniert und dann habe ich einfach Start gedrückt und das Lasern lassen ging auch wirklich super und ich habe auch schon das ausprobiert. Passender könnte man es nicht machen. Ne? Also der ist wirklich super passgenau für diese Buchschraube, passt wunderbar. Genau, das war das erste, was ich gemacht habe. Als zweites habe ich dann das MDF gemacht und ihr seht, wie super filigran das ist. Ich habe wirklich super vorsichtig das Ganze rausgelöst, wirklich so immer so Stückchen hier ein bisschen runtergedrückt, bis sich alles gelöst hat. Ich finde es so hammer, wie filigran man hier lasern kann. Ihr werdet es dann sehen, die kleinen Punkte, I-Punkte, die sind dann doch sehr klein. Na, die sind dann wirklich super klein. Von dem her werde ich es so machen, weil bei der Größe macht eigentlich fast keinen Sinn, das Versuchen hier festzukleben. Ich werde ja die Kleinigkeit dann noch anfärben mit weißer Farbe. Von dem her mache ich dann einfach hier jeweils, also diese 3 I-Punkte mache ich dann mit dem Pinsel drauf. Weil das, ich glaube nicht wirklich, dass das gut funktioniert, wenn ich da versuche, das festzukleben. Und vor allem selbst wenn ich es drauf kriege, ich denke mal, sobald jemand das Ganze dann berührt, löst sich das wieder. Also die lasse ich weg, aber der Rest, das ist so cool. Wie klein das gelasert ist oder wie filigran. Ich finde es Hammer. Das kommt hier oben drauf und ich habe es mir auch schon anders überlegt, von wegen, ob ich da noch zusätzlich was mache. Ich glaube, ich schreibe das dann mehr in die Karte, dass ich da eine Karte dazu mache, wo ich sage, eine klitzekleine Kleinigkeit für dich. Und dann ist hier eben die Dose, die dann heißt Kleinigkeit, was ich cool finde, die wir dann noch zusammen machen oder zusammen bauen. Und ja, hier eben genau die gleichen Schritte, wie ich auch hier gemacht hatte. Und bei der Visitenkarte oder bei der Business Card habe ich so gemacht, dass ich das ganz einfach aus das Stück, was ich hier ausgeschnitten hatte, habe ich das mit einem Painter's Tape oder Malerkrepp ganz einfach hier drauf geklebt und das einfach zusammengelegt und dann ist es wirklich schön flach und man kann es nachher auch wieder schön lösen. Ich habe das hier drauf geklebt und dann konnte ich das hier so ein bisschen festmachen mit den Magneten im Laser drin. Dann habe ich hier einfach eine 2-Punkt-Messung gemacht, das heißt oben und dann unten und das Motiv dann da platziert und das lasern lassen und das hat auch wunderbar funktioniert. Ne? Vorne das Pony und dann habe ich es umgedreht, dasselbe nochmal gemacht, also ich habe da tatsächlich noch eine zweite 2-Punkt-Messung gemacht, weil ich sicher sein wollte, dass es auch am richtigen Ort liegt. Und dann habe ich eben hier Gutschein für eine Reitstunde. Passt wunderbar, super. Und die kann ich dann eben hier reinlegen. Und man kann dann die durch diese Ausbuchtung auch gut wieder wegnehmen.
So, jetzt, was ich jetzt noch kurz machen muss, ist hier das Anfärben. Da nehme ich einfach eine weiße Kalkfarbe, färbe das noch kurz an, dann können wir das Ganze so zusammenkleben, wie es dann sein muss. Jo, dann ist das Ganze hier auch schon fertig. Ich habe mich noch kurz einmal entschieden, weil ich gemerkt habe, dass das mit der Farbe nicht so gut funktioniert hat. Und zwar habe ich ganz einfach hier das Ganze auf eine Pinzette quasi geklemmt. Dann bin ich hier Versamark für das Heat Embossing, habe ich das einfach hier so reingetupft. Und dann habe ich vom Embossing Pulver auf dem Papier gemacht und habe das so quasi aufgenommen und konnte das dann erhitzen, so dass das jetzt wunderbar schön weiß ist. Den Schritt, wenn das beim ersten Mal nicht schön weiß ist, könnt ihr das natürlich auch noch wiederholen. Ne? Das geht auch ein weiteres Mal. Lasst es einfach kurz abkühlen, wenn ihr es zum ersten Mal gemacht habt, und dann könnt ihr damit wieder ins Kissen rein. Das geht. Und jetzt kann ich tatsächlich auch schon anfangen, das Ganze zusammenzubasteln. Und zwar gucke ich mir kurz, was die Vorderseite sein soll. Das wird meine Vorderseite, würde ich sagen. Dann ist das hier, kann das zusammengeklebt werden. Dann nehme ich ganz einfach den Ponal Express Holzkleber und klebe die beiden Sachen zusammen. Jetzt mache ich hier die Buchschraube kurz rein, einfach um sicher zu sein, dass ich das auch sauber erwische. Wenn da Kleber rausflutschen sollte, könnt ihr das auch mit einem nassen Tuch einfach so ein bisschen abwischen. Und ich lege das zum Trocknen kurz unter was ein bisschen Gewicht hat, damit das hier schön antrocknen kann. Dann können wir hier die Kleinigkeit noch draufkleben. Und bei so kleinen Elementen geht es einfacher, wenn ihr so ein bisschen vom Kleber in so eine kleine Flasche abfüllt. So, und jetzt kann ich das Ganze eigentlich noch zusammenbauen. Gucken wir kurz, was oben und unten sein soll. Der schönere Teil kommt oben. Und dann geht das Ganze hier quasi durch. Und hinten kommt das Gegenstück rein. Und so sitzt es genügend locker, dass ich das tatsächlich auf die Seite schieben kann. Hier meinen Gutschein reinmachen kann. Und dann wieder schließen kann. Mit den i-Pünktchen bin ich nicht 100%ig zufrieden. Ich habe jetzt da mit der Nuvo Drops versucht, hier haben wir sie, mit der Nuvo Drops versucht, hier so ein bisschen Dimension zu schaffen. Ich würde euch anraten, wenn ihr sowas Kleines macht, dass ihr versucht, die i-Pünktchen an die Schrift anzuhängen. Dass die nicht freischwebend irgendwo sind. Das könnte man noch besser machen, aber ansonsten finde ich, ist das doch super gelungen. Und das Schöne ist halt, solche Verpackungen, weil die nicht spezifisch mit einem Namen gemacht sind oder versehen sind und der Inhalt ausgetauscht werden kann, da könnte man auch ein Papierkärtchen reinmachen, kann man die auch wiederverwenden. Das finde ich auch das Coole dran. Ne? Und das war auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte, die Idee mit dem Laser, dass ihr solche Geschenkboxen macht, die man eben wiederverwenden kann, wo man schön eine Geschenkkarte verstecken kann. Ich habe es eben heute mit dem Motiv von Stickerherz gemacht, vom Adventskalender, aber ihr könnt da auch eine andere Datei eurer Wahl verwenden, natürlich, um sowas zu machen. Ich hoffe, euch hat die
heutige Idee gefallen, dass das hilfreich war für euch, dass ihr da auch selber Lust habt, das selber auszuprobieren und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe, vielleicht auch schon morgen. Bis bald!